Ja, willkommen zurück. Heute haben wir ein etwas nerdigeres Thema und zwar es geht um Laufeffizienzwerte bzw. Wattmessung der Apple Watch. In dem Fall ist es die Apple Watch Ultra. Das Ganze gilt aber auch für alle anderen Apple Watch Uhren, die das neue WatchOS 09 oder bzw. WatchOS 9 erhalten haben. Mit dem neuen Update gab es unter anderem die neuen Werte wie die Wattmessung bzw. die vertikale Bewegung oder auch die Bodenkontaktzeit und das bekommt jetzt alles hier mit der Apple Watch angezeigt. Diese Werte sind soweit interessant, dass man hier Laufeffizienzwerte ermitteln kann bzw. auch schauen kann, wie gut ist dein Lauf. Die Apple Watch hat hier aber ein paar Schwierigkeiten bzw. muss hier ein paar Berechnungen vornehmen, weil die Messung direkt am Handgelenk stattfindet. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel die vertikale Bewegung. Das ist die Bewegung, die ihr nach oben und unten macht, wenn ihr laufen geht. Das heißt also vom Fuß zum Kopf hoch, der Rumpf, wie der sich bewegt. Und dadurch, dass ihr ja die Messung am Handgelenk habt, aber auch die Hand bewegt, muss entsprechend hier die Handbewegung herausgerechnet werden, um die vertikale Bewegung zu ermitteln. Das gleiche gilt natürlich auch für die Wattmessung, da muss das Ganze auch entsprechend berechnet werden. Apple verspricht ja mit Machine Learning die ganzen Werte zu verbessern, das heißt, je mehr ihr lauft, desto besser werden die Werte. Ich habe jetzt hier 10 Läufe gemacht und habe jetzt den 11., 12. und 13. Lauf mal als Ermittlung genutzt, beziehungsweise als Vergleichswert und möchte einfach jetzt hier mal schauen, wie dann entsprechend die Werte aussehen. Um das Ganze mal zu verifizieren oder zu vergleichen, habe ich hier mit verschiedenen Herstellern mal ein paar Vergleiche gemacht. Ich bin einmal mit der Apex 2 und dem HM Pro Gurt gelaufen. Der HM Pro Gurt ist dafür da, um hier gerade vertikale Verhältnisse zu berechnen, beziehungsweise hier, wie gesagt, die Laufeffizienzwerte zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil des HM Pro Gurt ist, dass der Gurt direkt an der Brust fixiert ist. Das heißt, der Sensor ist auch hier ja in der Körpermitte fixiert und man kann hier entsprechend die Werte ermitteln. Als zweites habe ich die Coros Pace 2 mit dem Coros Pod. Das ist hier der Pod von Coros, der entsprechend auch die Laufeffizienzwerte ermittelt und auch die Leistungswerte bzw. optimiert. Und dieser wird entsprechend hinten am Körper angebracht. Das heißt, er ist genau in der Mitte, im Zentral am Körper, am Rumpf. Und auch hier kann ich entsprechend dann die Laufeffizienzwerte ermitteln und habe hier zum Beispiel ebenfalls nicht die Handbewegung mit dabei. Als letztes habe ich da noch den Stride Footpod, der hauptsächlich für die Wattmessung da ist. Da werden wir uns gleich mal die Wattmessung genau anschauen, wie gut ist die im Vergleich zu der Apple Watch Ultra bzw. zur Apple Watch. Dies ist dann entsprechend am Schuh angebracht und gibt hier die Wattwerte zum Laufen. Ein Manko, was die Apple Watch hat, ist, dass wir, wenn wir die Messwerte ermittelt haben, beziehungsweise wenn ihr laufen wart, bekommt es zwar in der Fitness-App angezeigt, also ihr könnt dann reingehen auf mehr Daten und bekommt dann eine Übersicht, wie dann eure Werte sich zusammengesetzt haben, also vertikales Verhältnis, Bodenkontaktzeit etc. Das bekommt ihr hier aufgeschlüsselt. Ihr könnt aber hier nicht wirklich eine Auswertung fahren. Es gibt hier aber kostenlose Möglichkeiten und zwar, ich habe zum Beispiel die Seite quantified-self.io. Ich blende einfach mal den Link ein, beziehungsweise verlinke euch das Ganze auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch entsprechend die Workouts hochladen und hier zumindest eine kleine Analyse durchführen. Das Ganze ist kostenlos und kostet euch keinen Cent. Wie ihr die Aktivitäten von der Fitness-App exportieren könnt, da habe ich mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch mal. Da gibt es zum Beispiel die App RunGap, die das Ganze unterstützt, beziehungsweise ihr könnt das Ganze auch mit der kostenpflichtigen App HealthFit machen. Da werden dann entsprechend die GPS-Daten bzw. die kompletten Daten exportiert und ihr könnt diese entsprechend für die Auswertung dann verwenden. Ja, das erste, was euch beim Laufen auffallen wird, ich habe oben extra jetzt mal die Pace-Felder einblenden lassen, aller Uhren. Wir sehen hier Apple Watch, Stride, Garmin und Coros. Da sehen wir, dass die Pace bei allen Uhren identisch ist. Wenn wir uns mal die Grafik jetzt ein bisschen genauer anschauen, ich habe jetzt einfach mal die Pace-Werte von den anderen Uhren ausgeblendet und oben nur die Apple Watch Ultra eingeschaltet, beziehungsweise unten bei der Power nur den Stride Footpod und die Apple Watch. Da können wir ganz gut erkennen, dass der Stride Footpod zu jeder Zeit auch Werte anzeigt. Nur die Apple Watch hat zwischen den Intervallen hier Werte bzw. keine Werte. Woran liegt das Ganze? Ich bin zwischen den Intervallen getrabt bzw. langsam gelaufen, bevor ich das Intervall wieder gemacht habe. Wir haben wohl bei der Apple Watch einen Schwellenwert, der so etwa um die 10 Minuten pro Kilometer liegt, wo die Uhr dann entsprechend keine Werte mehr misst. Das zieht sich hier durch alle Werte durch, das heißt, hier werden dann auch keine vertikalen Bewegungen bemessen, keine Bodenkontaktzeit und auch entsprechend nicht die Schrittlänge. Ich denke, die meisten Läufer bzw. den Läufern wird es wahrscheinlich hier jetzt keine Probleme bereiten, weil die meisten noch über 10 Minuten pro Kilometer laufen. Dennoch möchte ich es einfach erwähnen, dass es hier wohl einen Schwellenwert gibt, bei dem die Apple Watch keine Werte ausspuckt. Ich habe jetzt hier noch einen weiteren Lauf, den ich euch zeigen kann, was die Power angeht, da das Intervall jetzt nicht so ganz repräsentativ war, weil wir viele Unterbrechungen hatten. Wir sehen zwar auch hier in dem vorderen Bereich, wo ich dann ein paar Tests gemacht habe, dass wir hier auch ein paar Messwerte nicht enthalten haben, aber ich denke, zum groben Überblick wird das Ganze dann doch hier ein bisschen weiterhelfen.
Wir sehen hier alle 4 Geräte eingeblendet und es ist schon mal gut zu erkennen, dass der Garmin HRM ProGurt generell deutlich höhere Werte ausweist als jetzt die anderen Geräte. Wenn wir die Grafik mit dem Stride Footpod nun vergleichen, ist gut zu erkennen, dass wir bei konstanter Laufgeschwindigkeit doch hier ähnliche Werte erhalten. Auch so kleine Spitzen werden gut abgebildet, also die Relation ist hier doch passend. Dennoch haben wir auch hier dann das Problem, dass wenn die Pace etwas langsamer wird, wir entsprechend hier keine Messwerte bekommen, was natürlich dann die Durchschnittswattleistung drückt. Wir kommen hier bei einer Durchschnittsleistung von 276 Watt bei dem Stride Footpod heraus, während hier die Apple Watch mit 239 Watt zu Buche schlägt. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier mit Watt trainieren wollt und hier im konstanten Bereich seid, das heißt also, wenn ihr jetzt nicht irgendwie trabt, der langsamer ist als 10 Minuten pro Kilometer, dann könnt ihr tatsächlich die Apple Watch zum Training nutzen, beziehungsweise hier auch die gegebenen Wattwerte, da sie ja in etwa des Stride Footpods hinkommen. Wenn wir mal einen Blick auf die Schrittfrequenz werfen, dann sehen wir auch hier, dass wir bei allen 4 Geräten doch eine ähnliche Tendenz haben, beziehungsweise eine gleiche Ausgabe. Natürlich weicht es hier um 1 bis 2 Schritte ab, aber das ist jetzt hier, sage ich mal, im Toleranzbereich. Das heißt also hier die Tendenz passt, beziehungsweise hier stimmen alle 4 Geräte überein und wir haben hier auch keine große Abweichung der Apple Watch Ultra. Den ersten interessanten Wert, den die Apple Watch berechnen muss, das ist die Bodenkontaktzeit. Das heißt also, das ist die Zeit, wo euer Fuß den Boden berührt und dann wieder verlässt. Das Ganze wird hier in Millisekunden angegeben. Ich habe jetzt hier mal zum Vergleich oben die Pace der Apple Watch Ultra aufgelegt. Wir sehen jetzt hier, ja, es sind auch so kleine Mini-Intervalle drin und unten die Bodenkontaktzeit. Was gut zu erkennen ist, wenn die Pace langsam ist, dann geht die Bodenkontaktzeit hinauf, beziehungsweise ihr seid viel länger auf dem Boden, weil ist ja klar, wenn ihr lauft oder geht, dann habt ihr natürlich viel länger den Fuß auf dem Boden, als wenn ihr jetzt schneller lauft. Und man kann sehen, dass das Stride Footpod, wie gesagt, hier die größten Ausprägungen hat. Damit die Grafik besser ablesbar ist, habe ich jetzt hier mal den Stride Footpod rausgenommen. Der hat aber ähnliche Werte in der Laufphase als der Coros Pace 2 und der Garmin HRM ProGurt. Was gut zu erkennen ist, dass sowohl die Coros Pace 2 als der Garmin HRM ProGurt, wie gesagt, ähnliche Werte hat, aber die Apple Watch hier deutlich niedrige Werte ausweist. Ein wichtiger Indikator zur Errechnung der Laufeffizienz, da komme ich später noch drauf zu, ist die Schrittlänge. Und wir sehen hier, der Stride Footpod weist hier keine Schrittlänge aus. Wir haben jetzt hier nur bei der Coros Pace 2 und bei Garmin ja die Schrittlänge ausgewiesen. Und auch hier ist erkennbar, dass die Apple Watch deutlich niedriger Werte ausweist als jetzt hier die beiden anderen Geräte. Wir können erkennen, dass Garmin und Coros Pace 2 doch ähnliche Werte ausweist. Es gibt hier und da ein paar kleine Ausreißer, aber in der Summe kommen sie doch etwa ähnlich heraus. Ein interessanter Wert ist die vertikale Bewegung. Das ist die Bewegung, die ihr von oben nach unten durchführt. Dieser Wert sollte im Umkehrschluss auch sehr niedrig sein, weil diese Energie, die ihr hier verwendet, ist ja verpuffte Energie oder Energie, die nicht nach vorne genutzt wird. Daher solltet ihr eure vertikale Bewegung so niedrig wie möglich halten. Natürlich ist es so, wenn ihr schneller lauft, dann gehen die Werte hoch, beziehungsweise wenn ihr langsamer lauft, gehen die Werte runter. Das steht hier so ein bisschen in der Korrelation. Wir können auch ganz gut erkennen, wenn wir oben mal die Pace anschauen, die ich jetzt hier eingeblendet habe von der Garmin-Uhr, sehen wir hier bei der schnellen Bewegung habe ich hier entsprechend hohe Werte und sobald wir hier etwas langsamer bewegen, bekomme ich hier niedrigere Werte angezeigt. Was ebenfalls gut zu erkennen ist, dass der Stride Footpod wohl ab einer gewissen Pace hier diese Werte nicht mehr ausweist. Wir sehen jetzt hier unten gerade 0 und bei einer Pace von 8,45. Was aber auch gut zu erkennen ist, dass die Apple Watch Ultra so ein Mittelding aus dem HRM Brustgurt und dem Stride Footpod hat. Wenn wir uns das jetzt mal etwas genauer ohne die Pace anschauen, dann sehen wir hier, dass wir eigentlich nur beim Stride bzw. beim Garmin so halbwegs vernünftig einheitliche Werte bekommen. Wie gesagt, der Stride hat jetzt hier natürlich bei einer gewissen Pace auch das Ganze ausgesetzt, aber hier gleichen sich die Werte doch sehr ähnlich an. Lediglich die Coros Pace 2 als auch die Apple Watch fallen hier mit den hohen Werten auf. Auch passen hier nicht immer die Relationen ganz. Das heißt also, hier ist natürlich fraglich, wenn man jetzt auf die Millimeter geht, ob man das Ganze hier entsprechend nutzen kann. Einen letzten Wert, den die Apple Watch mir leider nicht anbietet, das heißt sowohl beim Laufen als auch bei der Auswertung, das ist das vertikale Verhältnis. Aber was ist das vertikale Verhältnis? Das ist ein errechneter Wert, der ergibt sich aus der vertikalen Bewegung, das heißt die Rauf-Runter-Bewegung, geteilt durch die Schrittlänge. Das bedeutet, ihr bekommt hier einen prozentualen Wert ausgewiesen und je niedriger dieser Wert ist, desto besser ist eure Laufökonomie. Was mir an dieser Stelle jetzt hier nicht so ganz klar ist, warum Apple diesen Wert nicht ausweist, weil Apple hat sowohl die vertikale Bewegung als auch die Schrittlänge vorliegen. Wie anhand der Daten jetzt erkennbar war, gibt es doch hier und da ein paar Unterschiede.
Ich möchte an dieser Stelle aber nicht sagen, dass jetzt hier der CoreSpot nur recht hat oder nur die Garmin-Geräte stimmen, beziehungsweise auch das Stride Foodpod, sondern wollte einfach mal zeigen, was hier die verschiedenen Relationen sind, beziehungsweise wie die Werte entsprechend aussehen. Natürlich kann man sagen, okay, ich möchte jetzt hier nach Watt trainieren, das ist mit der Apple Watch auch auf jeden Fall möglich und auch kein Problem. Dennoch ist im Hinterkopf immer zu bewahren, dass ab einer gewissen Pace halt entsprechend keine Wattwerte mehr angezeigt bekommt. Schwieriger wird es dann schon bei der Ermittlung der Laufanalyse bzw. der Daten. Ihr müsst auf jeden Fall hier auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen oder jetzt zum Beispiel auf Training Peaks oder auf andere Anbieter. Ich habe euch jetzt einfach gezeigt, wie ich das Ganze jetzt hier gemacht habe. Das heißt also, ihr könnt hier auch von Apple direkt nicht die Werte auswerten. Ihr bekommt zwar von Apple die Werte, warum man aber hier keine Auswertung machen kann, das ist mir so etwas schleierhaft. Auch muss man sich dann fragen, warum geht Apple dann eigentlich nicht den Schritt weiter, beziehungsweise macht er auch den letzten Schritt und zeigt hier das vertikale Verhältnis an. Ebenfalls, wenn ihr laufen geht, wird leider auch nicht so ganz grafisch angezeigt, ob ihr jetzt effizienztechnisch gut unterwegs seid. Dabei meine ich jetzt nicht, dass ihr hier jetzt die Millimeter oder Millisekunden braucht, die jetzt angezeigt wird. Garmin macht es zum Beispiel hier an dieser Stelle dann ganz gut. Dadurch, dass ihr dieses Feedback bekommt, wisst ihr auch, okay, passt meine Schrittlänge oder ist meine vertikale Bewegung zu hoch. Ihr macht euch einfach Gedanken während des Laufs, ob das soweit alles passt und könnt es auch entsprechend im Lauf justieren. Man kann jetzt also sagen, Apple hat hier den ersten Schritt gemacht in die richtige Richtung für die Laufanalyse, aber sie müssen definitiv hier noch bei der Datenauswertung bzw. auch hier weiter den Schritt gehen, um hier auch entsprechend einen Nutzen daraus zu ziehen und nicht nur einfach die Werte auszuweisen. Gerade wenn jetzt auch Neulinge dabei sind, würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es hier auch eine Erklärung geben würde, was diese Werte eigentlich bedeuten. Stichwort Werte erklären. Ich habe auch zu dem Ganzen mal ein Video mit dem CoreSpot gemacht. Da habe ich das Ganze mal erklärt, wie sich die Werte zusammensetzen, was ihr tun könnt, um eure Laufeffizienz zu verbessern. Das ist jetzt unabhängig von dem CoreSpot. Da habe ich das Ganze, wie gesagt, mal erklärt und da könnt ihr einfach mal schauen, wie ihr entsprechend besser werdet. Wenn du noch mehr rund um das Thema Apple Watch wissen willst, ich habe hier oben meine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen. Das sind viele Themen rund um die Apple Watch, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten meine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.